Viele von euch haben ihn sich gewünscht. Und da meine Freundin meint, dass ich ab und zu ein Brummbär bin, passt es doch, ihn euch heute vorzustellen. Willkommen in der Noppenplätzchen-Scheune. Mein Name ist Blockstar und heute wird die Noppenplätzchen-Scheune zur Bärenhöhle. Denn ich stelle euch aus 2019 das Kobi-Set 2514 vor, das Sonder-Kfz 166, den Sturmpanzer 4, den Brummbär. Ihr habt es euch gewünscht, deswegen kommt mit mir jetzt auf den Bautisch, dann schauen wir uns dieses grandiose Set aus vergangenen Zeiten genauer an. Passend zu meiner Influencer-Stimme hier auf den Bautisch aus 2019. Das ist jetzt auch schon wieder 5 Jahre her. Das Kobi-Set 2514, das Sonder-Kfz 166, der Sturmpanzer 4, der Brummbär. 555 Steinchen und 2 Minifiguren hier in schwarzer Uniform der Panzertruppen der Wehrmacht. Wir schauen uns das Set einmal an von hinten. Wir sehen, wir können die Klappen öffnen. Fakten bekommt ihr später. Wir haben hier Klappen zum Motorraum. Wir können diese Stummelkanone bewegen und wir sehen, dass dieses Fahrzeug 20 cm lang und 9 cm hoch wird. Und natürlich haben wir hier originale Bilder. Freunde, aber so ein Karton kann uns sehr viel erzählen. Wichtig ist ja, was sich im Karton verbirgt. Ja, Freunde, da liegt der Inhalt auf dem Bautisch. Eine pickepackevolle Bautüte 1, richtig fast bis zum Bersten. Und eine etwas schmälere Tüte 2 sowie eine 8x16er Plate in schwarz. 5 Jahre alt, schön glänzend und natürlich eine DIN A4 Anleitung, die jetzt schon 5 Jahre knickt im Karton lag, Klammer gebunden. Das ganze Set hat eine Altersempfehlung ab 7 Jahren und kommt natürlich aus der World War II Serie. Wir packen die Tüten mal hier an die Seite und schauen uns die Anleitung genau an. Das gleiche Design wie auf dem Karton, nur mit diesem alten grünen Hintergrund. Wir haben hier eine noch externe Playcard für das Tabletop-Game. Das finde ich gut. Bei den neueren Sets muss man ja immer hier auf der letzten Seite irgendwas rausschneiden. Das ist blöde. Deswegen cool, dass es hier diese Extra-Karte gibt. Und versprochen, irgendwann zocken wir mal dieses Spiel, wenn ich weiß, wie es geht. So, geht an die Seite. Die Anleitung, wie gesagt, 5 Jahre, daher hat sie diesen leichten Knick. Wir fangen an zu bauen mit der Bautüte 1. Wir reißen sie auf, machen Häufchen der Steinchen oder verteilen sie, sortieren sie nach Farbe, wie auch immer ihr das möchtet. Ganz wichtig, Kobi-Bauanleitungen haben keine Seitenzahlen, sondern nur diese Bausteps, die ziehen sich durch, bis wir irgendwann bei Tüte 2 sind. Was wir bauen, ist im ersten Bauschritt farblich, im zweiten ist dann der aktuelle Bauschritt farblich und der davor ist ausgegraut. In diesen Rechtecken sieht man immer, welche Steine man benötigt. Und es gibt Pfeile, die uns den Weg weisen, sowie hier so Anlegehilfen. Hier sehen wir, dass wir eine 1x8er Flat-Teil brauchen. Und fertig sind wir dann mit dem Baustep. Tada! 60, wenn wir die Schürzenpanzerung aufbauen. Also 60 Bausteps für 555 Steinchen, wobei ihr habt es gesehen, wir haben ja auch ein paar Ketten dabei, um genau zu sein, hier 100 Stück. Richtig cool, immer ein bisschen Werbung, früher wie heute. Ganz toll ist hier dieses polnische U-Boot und der polnische Zerstörer. Hoffentlich kann ich euch die auch mal zeigen. Sollen sehr gute Sets gewesen sein. So wie hier auf der Rückseite, zum Beispiel hier der Ferdinand oder der T34. Den habe ich euch schon mal vorgestellt. Generell schaut mal hier oben, müsste es sein, auf dem i, da findet ihr meine Kobi Playlist. Da seht ihr alle Sets von Kobi, die ich schon gebaut habe. Ja, Freunde, ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei den Fakten zu unserem Sturmpanzer 4 Brummbär. Das Set wurde oft gefragt, deswegen nochmal viel Spaß euch dabei und mir beim Klemmen.
Speedbildzeit ist Faktenzeit und natürlich sprechen wir heute über das historische Vorbild. Wir sprechen heute über den Sturmpanzer IV bzw. das Sonder-Kfz 166. Der Sturmpanzer IV, auch bekannt als mobile Artillerievariante des Panzerkampfwagen IV zur Unterstützung der Infanterie, wurde mit einem neuen von Alcat entworfenen Aufbau und einer 150 mm Haubitze ausgestattet. Im Oktober 1942 beauftragte Hitler nach Begutachtung der Pläne die sofortige Produktion von 40 bis 60 Einheiten, deren Fertigstellung im Mai 1943 zur Anordnung der Serienproduktion bis Kriegsende führte. Die erste Serienproduktion startete nicht mit neuen Fahrzeugen in einer der herkömmlichen Produktionsstätten des Panzerkampfwagen IVs, sondern in der Heereskraftfahrzeugwerkstatt Wien des dortigen Heereszeugamtes. Diese Werkstatt, erfahren in der Instandsetzung von Panzer IV, nutzte generalüberholte Fahrgestelle für die Montage der geplanten 60 Fahrzeuge. Für den Sturmpanzer kamen ausschließlich Fahrgestelle der Ausführungen E, F und G zum Einsatz, alle mit einer 50 mm Bugpanzerplatte und auf dem technischen Stand der Ausführung G gebracht. Die 100 mm starke Frontpanzerung entstand durch das Befestigen einer zweiten 50 mm Panzerplatte auf der Bugplatte sowie das Verstärken des unteren Bugs auf 60 mm mit einer 30 mm Platte. Die ersten 20 Fahrzeuge waren im April 1943 fertig, gefolgt von weiteren 40 im Mai. Das Gewicht von 28,2 Tonnen inklusive Besatzung, Aufbau und Munition überlastete Motor und Fahrgestell, weshalb Maßnahmen zur Gewichtsreduktion und Verstärkung des Fahrzeugs erforderlich wurden. Ein leichterer Aufbau, also zum Gewichtssparen der Waffe, wurde von Škoda umgesetzt, was zur 15 cm Sturmhaubitze 43-1 ab Dezember 1943 führte. Ab März kam eine gummigefederte Laufrolle zum Einsatz, später standardmäßig bei den meisten Fahrzeugen dann verwendet. Die zweite Produktionsserie von 80 Fahrzeugen wurde von November 1943 bis Mai 1944 ebenfalls in der Heereskraftfahrzeugwerkstatt Wien hergestellt, mit neuen Fahrgestellen vom Nibelungenwerk und Aufbauten aus den Eisenwerken Oberdonau und von der Firma Böhler. Die österreichischen Firmen Saurer und Simmering Graz Pauker trugen die Gesamtverantwortung für die Produktion, bevor diese ab Frühjahr 1944 an die deutschen Eisenwerke in Duisburg überging. Die dort produzierten Fahrzeuge wurden ab Juni 1944 ausgeliefert, begleitet von der Entscheidung, ab Dezember 1943 monatlich 10 Fahrzeuge zu produzieren. Insgesamt entstanden 298 Exemplare mit einem hohen kastenförmigen Aufbau, einer 100 mm starken Front und 50 mm starken Seitenpanzerung. Ab 1943 wurde zusätzlich eine 5 mm Schürzenpanzerung angebracht. Das Sturmbataillon 216, ausgestattet mit den Sonder-Kfz 166 Brummbär, kam erstmals im Juli 1943 in Kursk zum Einsatz. Trotz fehlender Verteidigungswaffen und der mechanischen Verlässlichkeit des Panzerkampfwagen IV-Chassis waren die Brummbären schwer und langsam, was ihre Rolle in Angriffssituationen begünstigte, aber Schwächen in der Verteidigung und gegen feindliche Panzer zeigte. Spätere Modelle erhielten Verbesserungen wie ein Periskop für den Fahrer und ein Kugelmaschinengewehr. Eine Kommandantenkuppel mit MG34 für die Flugabwehr wurde ebenfalls hinzugefügt. Nach dem Einsatz an der Ostfront kamen weitere Sturmpanzerbataillone mit dem Brummbär an die Westfront und in Italien zum Einsatz. Ja, Freunde, das war kurz einmal zusammengefasst die Geschichte des Sonder-Kfz 166, des Sturmpanzers IV, des brummigen Brummbärs. Hier jetzt im Review bei mir das Kobi-Set 2514, auf das ich mich schon lange gefreut habe. Freunde, ich hoffe, ihr freut euch auch mit mir jetzt. Deswegen springen wir gleich rein ins Review und besprechen das Klemmbaustein-Set. Nach 1 Stunde und 20 Minuten steht er da. Unser Brummbär, unser Sonder-Kfz 166, der Sturmpanzer IV, das Kobi-Set 2514, 555 Steinchen und 2 Minifiguren aus der Historical Collection World War II. Ein altes Set, aber Freunde, ich kann es euch sagen, ein absolutes Traumstück. Ich bin richtig verliebt in diesen Brummbär und ich möchte vielen lieben Dank sagen an Marcel, einen meiner Mitmod-Kollegen der Facebook-Gruppe Kobi-Freunde Ger,
dank dem kann ich dieses Fahrzeug vorstellen. Dickes, dickes Herz an dich. Ja, fangen wir mal mit den Steinchen an. Ich habe ja gesagt 555 und ich weiß gar nicht, ob Kobi hier die Steine, die übergeblieben sind, da immer mit reinrechnet. Ihr seht, es sind Kettenglieder und ein 1x1 Roundplate und eine 1x1 mit C-Clamp. Ja, das sind die Steine, die wir über haben. Ich habe die Anleitung noch einmal hier hingelegt, weil das war wirklich eine schöne Anleitung. Man konnte sie gut wegbauen. Ich wollte euch noch einmal hier die Karte zeigen für dieses Tabletop, www.kobigames.com. Ich sage es ja immer wieder, irgendwann wird es bei mir mal ein großes Event geben. Dann zocken wir dieses Game. Mal gucken, wann. Vielleicht zur nächsten Bloxcon, mein Community-Treffen. Da bin ich ja wieder dran an Planen. Ob es was wird dieses Jahr, weiß ich nicht. Aber spätestens 2025 möchte ich da was Großes, richtig Großes machen. Schauen wir mal. Da haben wir aber jetzt hier unseren Brummbär. Ich zeige ihn euch hier auf den Tisch erstmal grob von allen Seiten. Also hier von der einen Seite, wir sehen die 43. Wir sehen hier auch schon die vielen Drucke, hier von vorne. Wir sehen die Fahrerluken bzw. das Visier. Wir sehen auch oben auf dem Panzer hier Drucke für die Ausstiegsluken. Dann hier wie auf der anderen Seite das Balkenkreuz, die 43 und hinten die Motorraumabdeckungen, die auch Drucke sind. Und dann von hinten hier die Munitionsluke sowie halt noch einmal diese Motorluken. Und wir sehen schon hier cool, wie die Schürzen befestigt sind. Das hat echt Spaß gemacht. Auf den ersten Blick dachte ich mir, boah, ist das unsynchron, aber das macht Kobi gerne in den Bauanleitungen. Ja, und immer die eine Seite sieht dann ungerade aus und irgendwann kommt dann die andere dazu. Das hat echt Spaß gemacht. Gucken wir uns die Minifiguren an. Natürlich, wie das bei älteren Kobi-Figuren ist, wenn sie deutsch sind, sehr grimmig, sehr unförmig der Kopf. Hier unseren Panzersoldaten mit seinen roten bzw. rosa Litzen. Hier mit einem amerikanischen Mausschlüssel. Schön schwarz, wie es das gehört. Rückseite nicht bedruckt. Die Schuhe und die Hose gehen in 1 über. Und Schiffchen natürlich. So, wir packen die Figur an die Seite. Dann kommen wir hier zum Kommandanten mit seiner MP40 und Dienstglas. Guckt genauso böse bzw. erschrocken. Die Mütze ist nicht bedruckt. Wir haben aber hier einen schön bedruckten Gürtel für die Jacke. Er hat hier eine Auszeichnung. Und auch die Rückseite ist natürlich nicht bedruckt. Und auch hier gehen die Schuhe und die Hose in 1 über. Und ja, er guckt auch so, als wenn er gerade gegen einen Laternenpfosten gelaufen ist. Ja, dann hier das Fahrzeug. Und mir gefällt es wirklich richtig gut. Rolltest müssen wir mal auf der Anleitung machen, weil mein Bautisch ist zu glatt. Aber ihr seht vielleicht hier, er rollt, ja, wie ein Panzer rollt, wie so ein Sturmpanzer rollt. Jetzt kein superflüssiges, aber geht sehr gut. Auf meinem Bautisch ist es halt mehr ein Rutschen, weil er so glatt ist. Schauen wir uns an, noch einmal von nah. Hier haben wir die typischen Radkästen, möchte ich mal behaupten, wie sie bei Kobi schon immer ja irgendwie bauen, mit diesen Hinges. Hier haben wir die Lampen, die Fahrlichter. Wir haben unsere Sturmkanone. Und ihr seht schon hier, wir arbeiten viel mit Hinges und diese ganze Aufbaugeschichte hier, trotz der Lücken, sieht cool aus, hat Spaß gemacht. Man klemmt sie so rein und hat dann hier die Hinges, da die Hinges. Es war echt eine coole Bautechnik, zeige ich euch gleich noch kurz in der Anleitung. Ja, von vorne hier die Wanne, sehr steil. Hier sehen wir zwar ein paar Noppen, aber ich finde das gerade bei den älteren Kobi-Sets gar nicht so uncool. Dann haben wir hier die großen Schürzen. Wir haben hier von hinten dann die Ersatzräder, so nenne ich sie mal. Bisschen schade ist, aber das war bei den älteren Kobi-Sets so. Diese Räder sind eigentlich gummiert und hätten eigentlich schwarze Ränder gebraucht. Es gibt ja so Gummis von Kobi, aber hat man damals noch nicht so gemacht. Es würde halt mehr Farbakzente setzen und würde das Fahrzeug etwas mehr ins Original holen. Hier haben wir halt die Luken. Ihr seht, Noppen, man kann also Figuren reinstellen. Man kann die Luken natürlich auch schön zumachen. Dafür kann man aber cool den Motor sehen. Und das, ist was bei Kobi gerade hier so in der damaligen Zeit schön gebaut, natürlich etwas rudimentärer. Damals waren die Bautechniken noch nicht so, wie sie jetzt heute sind, aber trotzdem finde ich es sehr cool, dass man hier in den Motor reinschauen kann. Und dann habe ich euch gesagt, dass wir uns einmal kurz die Aufhängung der Schürzen angucken. Und ihr seht, wir haben nämlich hier
unsere 1x2er Bricks. Wir haben ja hier in dem schwarzen, ja, ich nenne es mal Räderblock, dieses typische Kobi-Bauweise für einen Panzer IV und für Panzer generell aus der Zeit haben wir immer einen massiven eine massive Lafette, einen Aufbau gebaut mit vielen großen Bricks. Und da haben wir halt auch Brackets drin, da sieht man es noch, wo wir hier die Schürze drauf gemacht haben. Und hier oben haben wir es dann nochmal verbunden. Also ich finde diese Bautechnik richtig cool. So, jetzt muss ich nur kurz schauen, dass ich es richtig rum gemacht mache. Na, so, dass wir die Schürze wieder drauf machen können. So, klemm dich dran. So, halt, nein, zu viel. So, jetzt haben wir es. Und ihr seht, geht ganz leicht drauf, wenn man es richtig macht und richtig zählt, wie ich. Und das Gute ist, dass wir hier ja sogar noch einen Abschluss haben zum eigentlichen Aufbau. Also für mich wirklich ein richtiges Schmuckstück, das in keiner Sammlung fehlen darf, wenn man Kobi baut und Kobi-Panzer sammelt. Und von unten dann hier das, was ich gesagt habe, der massive schwarze Block, wo wir halt unser Fahrwerk gebaut haben. Also ich bin wirklich hin und weg. Hier auch die Luke, was ich euch erzählt habe, auch reingeklemmt, beziehungsweise hier überbaut damit einer 1x2er Teil mit so einer Hinge-Aufnahme. Also richtig, richtig cool. Schade nur, dass man halt nicht noch reingucken kann in den Innenraum. Das wäre noch so schön gewesen. Aber wer weiß, ob Kobi vielleicht noch einmal irgendwann dieses Fahrzeug rausbringt. Muss eigentlich. Und jetzt will ich mit euch noch kurz in die Anleitung schauen. Und ich habe euch ja gesagt, ich möchte euch kurz zeigen, wie der Innenraum gemacht wurde. Und hier sehen wir schon, wie die Seitenschürzen und die Frontpanzerung gebaut werden. Alles hier mit Hinges. Da sehen wir es auch. Da ist der Aufbau. Alles ab Tüte 2. Und das ist dieser Baustep hier 43, wo wir dann auf den Aufbau hier diese Paneele anbringen. Und das meine ich hier mit dem Hinge. Und dann klemmt man das da in die Reihe rein, wo die Noppen tiefer liegen als hier die Teils. Also wirklich eine schöne Baulösung, damit wir diesen coolen Aufbau unseres Brummbärs hinbekommen. Ja, Freunde, schreibt mir eure Meinung mal zum Set gerne in die Kommentare. Lasst vielleicht auch gerne mal einen netten Kommentar für den Marcel da. Ich bin wirklich verliebt in diesen Tatzenbären, in diesen Brummbären, in unseren Sturmpanzer IV aus dem Hause Kobi. Ihr bekommt jetzt noch einmal Detailbilder, 360 Grad in der Bewegung, und dann schauen wir uns zum Abschluss noch einmal in die Augen, liebe Freunde. Wie versprochen, hier die 360-Grad-Sicht. Dreht er sich nicht schön? Unser Brummbär, das Kobi-Set, das Sonder-Kfz 166. Ich würde mich ja freuen, wenn Kobi hier mal ein bisschen wieder bei sich selber wildert, wie wir es kennen, zum Beispiel beim Sturmmörser Tiger, der jetzt ja neu aufgelegt wird. Der ist quasi bei mir schon im der Anlieferung. Danke da UPS. Nein, wirklich diesen Panzer hier, den Brummbär, könnte ich mir auch gut vorstellen, wenn Kobi ihn noch einmal neu auflegt, im richtigen Maßstab 1:28 mit den neueren Bautechniken. Das wäre einfach klasse. Aber Freunde, ich kann euch sagen, ich denke mal, da geht's euch genauso wie mir. Die Wunschliste an Kobi ist da sehr, sehr, sehr lang an Sets, die man gerne noch einmal hätte in moderneren Bautechniken. Ja, aber einen Wunsch an euch hätte ich auch. Ich hätte ganz gerne eure Reichweite. Es wäre schön, wenn ihr dieses Video bzw. meinen Kanal teilt, anderen Leuten empfehlt, vielleicht drüber spricht. Lasst uns doch ein bisschen missionarisch für Kobi bzw. alternative Klemmbausteine sein, damit mein Projekt hier noch mehr wachsen kann und ich euch noch mehr schöne und auch ältere Sets von Kobi vorstellen kann. Es muss ja nicht immer Geld sein für die Unterstützung. Trotzdem dürft ihr natürlich gerne über meine Links einkaufen oder auf den Thanks-Button drücken oder noch besser, damit wir noch enger werden, Kanalmitglied werden. Aber wie gesagt, erzählt einfach den Leuten da draußen von meinem Kanal, teilt das Video, das wäre richtig klasse, damit das hier einfach noch eine größere, enge Community wird. Vielen lieben Dank, liebe Freunde. Ja, Freunde, da ist das Video schneller vorbei, als ein Haustürvertreter einen Bären aufbinden kann. Freunde, ich bin richtig begeistert von diesen Schätzchen von 2019. Unseren Brummbär, ein absolut klasse Set. Da nochmal kann ich mich nur anschließen. Danke Marcel, dass ich dieses Fahrzeug vorstellen durfte.
Wenn ihr mal meint, hey Bloxy, ich habe hier noch dieses Set, das würde ich gerne sehen, wenn du das vorstellst, oder wenn ihr alte Kobi-Sets verkaufen wollt, meldet euch gerne bei mir. Denn ich möchte ja hier auf meinem Kanal irgendwie einmal alle Kobi-Sets irgendwie vorstellen. Das ist natürlich ein hypothetischer Wunsch, ob ich das in meinem Leben schaffe, wer weiß, wer weiß. Aber man kann es ja versuchen und der Weg ist das Ziel. Freunde, schreibt mir eure Meinung bitte zu diesem Set, das ihr euch in den Kommentaren schon lange gewünscht habt. Unten eben in die Kommentare. Und wenn ihr gerade dabei seid, schaut auch gerne in die Videobeschreibung vorbei. Denn da habe ich alles, was ich zum Set noch so habe, was ihr als Infokarten gesehen habt und aber auch Bezugsquellen noch verlinkt. Denn man bekommt dieses Fahrzeug schon noch natürlich für einen, naja, marktgerechten Preis, möchte ich mal sagen, bei Händlern oder halt bei eBay Kleinanzeigen oder bei Shops im Ausland. Es muss ja nicht immer neues Kobi sein und deswegen seid ihr ja hier bei mir auch genau richtig. In diesem Sinne, Freunde, ich wünsche euch eine brummbärige gute Fahrt und verbleibe wie immer auf Wiederbauen. Euer Freund, der Blockstar.